Seit ich ein kleiner Junge war, habe ich den arktischen Abenteuern des Norwegers Roald Amundsen gelauscht. Amundsen war ein Seemann und Polarforscher, der im Dezember 1911 als erster Mensch den Südpol in einem Wettrennen erreichte. Auf den Spuren Amundsens führte uns unser arktisches Abenteuer an das Nordkap. Wir verbrachten eine Nacht bei minus 15 Grad am Kap und wurden mit beeindruckenden Polarlichtern entlohnt. Am nächsten Tag führte uns meine kindliche Erinnerung in eine Stadt 600 Kilometer südlich vom Kap. Wir fuhren auf schneeweißen Straßen, machten einen kurzen Stopp in der Hauptstadt der Region Honningsvåg, um die Schönheit der arktischen See auf uns wirken zu lassen. Nach diesem kurzen, inspirierenden Stopp fuhren wir durch Tunnel, beeilten uns auf den winterlichen Straßen und wurden von einem Schneesturm überrascht. Es wurde früh dunkel und nach einigen Stunden im Schneesturm wunderte ich mich, warum wir noch immer nicht an unserer Parkposition für diese Nacht angekommen waren. Wir verpassten sie um 130 Kilometer. Durch die Vibrationen auf den norwegischen Winterstraßen hatte sich scheinbar ein Gegenstand so unglücklich auf das Tablet mit der Navigation gelegt, dass die Route abgebrochen wurde. Wir wissen es nicht genau. Jedenfalls mussten wir uns eine neue Stelle zum Übernachten suchen und hatten in dieser Region eher weniger Glück. Wir schliefen letztendlich an einem Parkplatz entlang der Hauptstraße, wider Erwarten sehr ruhig. Am nächsten Morgen, nach einem großen heißen Kaffee für mich, fuhren wir unsere Strecke weiter und wenn es eine Stadt gibt, die mit dem Namen Roald Amundsen in Verbindung gebracht wird, ist das Die Stadt Tromsø besteht aus einer Hauptinsel umgeben von Bergen und einem eisfreien Hafen. Dieser macht die Stadt ideal als Startpunkt für arktische Expeditionen, wie sie Amundsen seinerzeit gemacht hat. In der Stadt merkt man schnell die Verbundenheit zu dieser Größe der norwegischen Errungenschaften. Wir fanden auf unserer Besichtigung schnell andere große Sehenswürdigkeiten von Tromsø. Ehrlich gesagt ist es nicht die Größe an sich, sondern die Lage dieser Objekte, die sie interessant machen. In Tromsø finden sich die nördlichste Universität, die nördlichste Brauerei und die nördlichste Kathedrale der Welt, die Arktische Kathedrale. Vor der Kathedrale stehend bestaunten wir diese jedoch nur von außen, denn unser Blick wurde nach rechts gelenkt. Wir wurden magisch von Tromsøs Hausberg in den Bann gezogen, dem Storsteinen. Wir liefen zum Berg, entschieden uns für die Seilbahn auf den Gipfel anstelle der Sherpa-Treppen und wurden oben im Oktober von einem eisigen Wind überrascht. Dieser Wind brachte auch die ein oder andere Schneeverwehung mit sich und wir hatten einfach die falschen Hosen dafür an. Aber der Blick vom Gipfel des Storsteins ist die Mühe und das Frieren wert. Durchgefroren, aber glücklich auf den Spuren Roald Amundsens gewandelt zu sein, kehrten wir dem hohen Norden Norwegens und Tromsø den Rücken und fuhren weiter in den Süden, dem nächsten Stopp unseres arktischen Abenteuers entgegen, den Lofoten.